Wir starten jetzt nach Medemblick, das sind 20 Kilometer, und hoffen auf den gleichen Platz wie vor ein paar Jahren. Unsere Päckchenleger legen ab und dann sind wir auch frei. Es ist richtig Aufbruchstimmung und wir fahren gleich hinterher. Die Balken hier unten erfordern zwar einen langen Schritt aufs Boot, dafür sind sie recht praktisch, um festzumachen und loszumachen. So, ich komme jetzt an Bord und dann geht's los. Anker ist frei und wir müssen jetzt ein bisschen mit Bug und Heckstarruder hier aus der Lücke uns rausmanövrieren. Das ist schon eng, muss ich aufpassen. Unser Heckstarruder ist wirklich stark und das hilft enorm. Hier vorne müssen wir noch an dem vorbei. Aha, geklappt. Wunderbar. Und schon sind wir vorbei. Da nochmal ein Rückblick zu unserem Liegeplatz. Und wir verlassen jetzt Enkhuizen. Marina macht klar Schiff. Alle verlassen hier gerade Enkhuizen. Das ist ja fast Stau hier. Auch heute ist das Eiselmeer wieder ganz ruhig, kein Wind. Wir passen uns den Seglern heute ein bisschen an und fahren langsam. Also wir haben doch entschieden, nicht schnell zu fahren, weil das lohnt sich ja kaum. So, der Weg ist das Ziel und wenn wir langsam fahren, dann haben wir wenigstens eine gute Stunde und dann ist das besser, als in einer halben Stunde da zu sein. Und wir haben ja Zeit genug, gerade mal kurz vor 11. Und ja, um 12 Uhr wollen wir da sein und das passt. Kein Wölkchen am Himmel, nichts. Da macht so eine Überfahrt richtig Spaß. Es sind zwar viele Segler da, aber richtig Wind haben sie nicht. Da wo das rote Haus ist, da muss es irgendwo reingehen. Kurz vor Medemblick, hier sehe ich im AIS noch Segler an der Stelle, wo wir hinwollen. Ich hoffe, die sind nicht schon gekommen, sondern die fahren noch, dass wir noch ein bisschen Platz kriegen. Unser Ziel ist hier voraus Medemblick. Kommen noch einige raus aus dem Hafen. Sind so ganz gemütlich, so knapp 1,5 Stunden übers Eiselmeer gefahren. Heute nicht schnell, heute mal ganz gemütlich. So, und jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen vom Gas gehen und ein bisschen aufpassen. Im Moment sieht es so aus, als würden alle losfahren und rausfahren. Bin mal gespannt gleich. Blinkt gerade alles und die scheinen jetzt gerade alle loszufahren. Dann müssen wir wahrscheinlich einen Moment warten, bevor wir rein können. Mal gucken. Hoffentlich kriegen wir noch so einen Seitensteiger. Das wäre ja ganz toll. Oder wir müssen wieder ins Päckchen. Hier rechts der Dicke, den haben wir auch in den Enkhuizen gesehen. Bitte? Sollen wir drehen? Da muss ich die Leiter auf die andere Seite machen, Marina. Vor dem Segler. Hier? Okay. Können wir auch. Seid ihr tiefer oder? Ja, tiefer. Brauche ich die Leitung? Zwischen halb
12 und 12 ist große Aufbruchstimmung. Und das ist ein wunderschöner Platz hier. Bisschen Schatten, weil es nicht ganz so in der Sonne ist. Und da vorne ist auch schon die Brücke und da ist links schon ein Restaurant und rechts geht in die Stadt. Alle Lampen leuchten, das sieht so aus, als kostet der Strom nichts extra. Und der ist dann im Preis mit drin. Auch hier zahlen wir gleich wieder mit der iMarina-App. Anna hat auch einen Schattenplatz. Hier ist auch wieder so eine komische Anlage wie in Enkhuizen, aber mit unserer Leiter kann man hier perfekt aussteigen. Claudia hat auch den Strom gelegt. Da vorne liegen wir, 100 Meter bis zur Brücke. Und hier in die Quickel haben wir in unserem letzten Video gegessen. Ganz schön voll auch heute hier. Da ist echt was los. Und ja, wenn man durch die Brücke durchfährt, hinten kann man natürlich auch liegen. Da hat man sogar noch viel mehr Ruhe und grüne Kante. Medemblick ist nicht groß. Dann von der Brücke geht die Hauptstraße einmal hier lang und alles Wichtige ist hier an der Straße. Letzte Lokal vom Ende und da gibt es jetzt Lunch. Weil jetzt gibt es Pfannekuchen. Oh, und Frank versaut den völlig. Ja. Holland-Style. Ich habe nur Speck, mag den Käse nicht. Und da gibt es noch ein Oizmaker. Das soll uns schmecken. Die Karte ist wieder voll geworden. Und die Brücke geht auch gleich wieder auf. Und ich bin da immer wieder überrascht, wie viele Boote dahinter verschwinden. Den ganzen Tag fahren da Boote rein. Viele kommen jetzt zurück vom Wochenende und fahren jetzt in ihre Boxen. Ein schönes Hafenkino hier. Kommen so nach und nach einige rein. Mittendrin rödelt er rum und weiß nicht, was er will. Und die hinter ihm wissen nicht, was sie tun sollen. Ist sogar noch ein Platz frei. Die Brücke geht auf. Und ja, selbst um 6 Uhr ist hier noch ein schöner Platz direkt am Hafenkontor. Da drüben ist die Seenotrettung und dahinter ist das Sanitärgebäude. Und ich bin doch überrascht, wie viele Schiffe so hinter der Brücke verschwinden. Da drüben liegen wir und jetzt gehen wir duschen. Nach mehrmaligem Versuch hat es geklappt. Toiletten gehen nach unten. Dusche Männer und wir gehen jetzt in die Dusche. Dusche, Standard. Und ja, das Gute ist, man muss den nur anschalten. Man kann aber nicht die Temperatur ändern. Dann hoffen wir mal, dass es nicht zu heiß wird. Die Duschen sind funktional. Nach dem dritten Durchgang wird dann endlich auch ein bisschen warm. Ist alles im Preis drin. Und ja, mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. An der Einfahrt nach Medemblick geht es gleich Backbord in den Pekel-Haringshafen rein. Und da kann man auch schön an der Kade liegen. Allerdings muss man dann, wenn man in die Stadt will, um den gesamten Hafen drumherum laufen. Aber auch sehr schön ruhig. Wenn man sieht, was vorne an der Brücke los ist, dann ist das hier richtig beschaulich. Die dicke Yacht ist vorhin reingekommen. Da liegen einige große Segelboote. Wunderbar, die Abendsonne. Und da drüben ist ein Portugiese und da wollen wir heute essen gehen, wenn wir den Platz kriegen. Reserviert haben wir zwar, aber nur drinnen und wir wollen ja eigentlich draußen sitzen bei dem Wetter. Da drüben liegt unser Boot und direkt gegenüber gibt es Essen. Ja, und da kommt es auch schon. Ja. Einmal der Halbut. Ja. Ja. Zweimal Halbut. Und hier gibt es statt Fleisch Löffel. Auch mit Reis immer. Löffel mit Reis. Oh, und da kommt der Pott. Oi. Direkt gegenüber von unserem Boot, etwas unscheinbar in der zweiten Reihe. Aber ich bin total überrascht. Wir haben alle 4 hier super gegessen. Das hat total lecker geschmeckt. Selbst der Salat, das Gemüse, die Bratkartoffeln, das war alles perfekt und hat alles super lecker geschmeckt. Wir haben sogar nachbestellt, was wir sonst nicht machen. Und ja, eine ganz klare Empfehlung. Dann lassen wir den Abend mal ausklingen und gute Nacht. Medemblick ist schon ein verträumter Ort, wenn man nicht gerade an der Brücke und an der Hauptstraße ist.
Da ist das totale Gewusel und Krach. Aber sobald man hier abseits der Hauptstraße ist das wunderbar ruhig. Also hier kann man einen wunderschönen Tag verleben. Und wer ganz viel Ruhe haben will, der fährt durch die Brücke durch, geradeaus an die grüne Kante. Da ist wirklich nichts los, da hat man absolute Ruhe. Gegessen haben wir gestern beim Portugiesen, gleich hier gegenüber. Das ist die totale Empfehlung, wirklich total lecker gewesen. Da gab es überhaupt nichts zu meckern. Und jetzt geht es weiter nach Den Helder. Wir fahren über das Eiselmeer. Das bedeutet Gleitfahrt, 44 Kilometer, eine Schleuse in Den Oever und dann sind wir auch schon in circa 3 Stunden da. Und durch die Brücke hinten kommt man ins Landesinnere. Da kann man auch noch Den Helder fahren. Allerdings sind da feste Brücken und man sollte nicht höher wie 3 Meter sein. Aber ansonsten ist es auch eine schöne Strecke. Wir sind da auch schon mal lang gefahren und sind dann in Edam wieder rausgekommen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video.